Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Yuto aus Japan und wohne in München, Deutschland. Hast du schon mal japanisches Essen außer Sushi probiert? Oder hast du schon mal deutsches Essen außer Würste probiert? Heute spreche ich über die Unterschiede zwischen japanischer Küche und deutscher Küche. Am Ende des Videos zeige ich dir auch viele Bilder von japanischen Gerichten und deutschen Gerichten als Beispiele. Also, los geht's! Japanische Küche oder Washoku wurde 2013 als immaterielles UNESCO-Kulturerbe registriert. Sie hat die Besonderheit, dass der Eigengeschmack der Zutaten gut verwendet wird und die Jahreszeit wie Saison der Zutaten gesetzt wird. Wenn man japanische Küche hört, verbindet man oft mit erstklassigem Essen, das in einem teuren Restaurant serviert wird. Aber es gibt auch viele günstige Speisen, die zu Hause zubereitet werden. Einerseits essen Deutsche heutzutage deutsches Essen nicht mehr so oft. Andererseits essen Japaner immer noch oft japanisches Essen und kochen es oft auch selber. Es ist gar nicht ungewöhnlich, dass junge Leute in Japan in ein japanisches Restaurant essen gehen. Traditionell bildet Ichiju Sansai die Grundlage für ein japanisches Menü. Das heißt, neben japanischem Reis, dem Grundnahrungsmittel für Japaner, gibt es für ein Menü eine Suppe, also Ichiju, und 3 verschiedene Gerichte, also Sansai. Zum Beispiel ist ein Menü Reis, Miso-Suppe, Lachs, gekochtes Gemüse und Tofu. Natürlich ist das nur eine traditionelle Form vom japanischen Menü. Heutzutage gibt es Vielfalt von Essen und Japaner essen nicht jede Mahlzeit eine Suppe und 3 verschiedene Gerichte. Ich denke, Menschen, die alleine wohnen, haben häufig nur Reis und ein Gericht. Oder es ist auch üblich, dass teure japanische Restaurants Gästen 2 Suppen und 5 verschiedene Gerichte anbieten. Darüber hinaus werden Nudeln und Brot heutzutage auch in Japan oft als Grundnahrungsmittel neben Reis verbraucht. In japanischer Küche werden Sojasauce, Miso, Sake, Mirin und Dashi häufig als Gewürze verwendet. Sojasauce ist eine flüssige Würzsauce, die hauptsächlich aus fermentierten Sojabohnen und Weizen hergestellt wird. Und sie wird häufig als Basis zum Würzen für japanische Gerichte oder Suppen verwendet. Man benutzt sie auch, wenn man Sushi isst. Miso ist ein halbflüssiges Gewürz, das hauptsächlich aus fermentierten Sojabohnen und Reis oder Weizen hergestellt wird. Traditionell wurde es als Beilage gegessen und heutzutage wird es als Basis zum Würzen für japanische Gerichte und Suppen verwendet. Sake ist ein aus Reis gebrauter Alkohol, der verwendet wird, um den Geruch von Fleisch oder Fisch zu beseitigen. Mit Sake geht der Geschmack von anderen Gewürzen in die Zutaten einfach hinein. Mirin ist auch ein Alkohol aus Klebreis mit einem sehr hohen Zuckergehalt. Wie Sake wird Mirin auch verwendet, um den Geruch von Fleisch oder Fisch zu beseitigen. Dazu geht der Geschmack von anderen Gewürzen in die Zutaten einfach hinein, wenn man Mirin benutzt. Darüber hinaus kann man damit dem Gericht Süße und Glanz hinzufügen. Heutzutage wird Zucker sehr oft anstelle von Mirin verwendet. Dashi ist japanische Suppenbrühe, die aus gekochten Bonito-Flocken, Seetang, getrocknetem kleinen Fisch
oder Shiitake-Pilzen hergestellt wird. Obwohl es nur einen leichten Geschmack hat, ist es für japanische Küche sehr wichtig. Dashi-Pulver gibt es auch, das leicht verwendet werden kann. Traditionell wird japanisches Essen oft mit diesen Gewürzen zubereitet, während der Geschmack der Zutaten hervorgehoben wird. Darüber hinaus, im Gegensatz zu Gerichten in anderen Ländern, werden starke Gewürze bei der Zubereitung von japanischer Küche selten verwendet. Dazu gibt es in japanischer Küche fast keine Gerichte, die Milchprodukte verwendet werden. Und frittiertes Essen ist heutzutage zwar eines der beliebtesten Gerichte japanischer Küche, aber früher gab es in Japan wenige Gerichte mit viel Öl. Außerdem werden viele japanische Gerichte zubereitet, sodass sie zum Geschmack von Reis passen. Reis ist ein Grundnahrungsmittel von Japanern und in der japanischen Küche sehr wichtig. Sojabohnen waren eine wertvolle Eiweißquelle für Japaner, die lange wenig Fleisch gegessen haben. Miso, Sojasauce, Tofu und Natto, die für japanische Küche wichtig sind, werden alles aus Sojabohnen hergestellt. Essbare Wildpflanzen und Pilze. Wildpflanzen und Pilze sowie Bambussprossen, Kinder von Bambus, werden oft verbraucht. Meeresfrüchte und Seetang. Da Japan sich mehrere tausend Kilometer von Norden nach Süden erstreckt, ist das Land reich an Meeresressourcen. Daher werden Meeresfrüchte und Seetang häufig verbraucht. Nicht nur verschiedene Fische im Meer und in Flüssen, sondern auch Garnelen, Tintenfische, Muscheln und viele verschiedene Seetange werden in japanischer Küche oft verwendet. Hühnerfleisch. Hühnerfleisch ist das am meisten gegessene Fleisch in Japan und wird für verschiedene japanische Gerichte verwendet. Es gibt Zubereitungsmethoden wie Braten, Grillen, Kochen mit Wasser, Kochen mit Gewürzen, Dämpfen, Frittieren und Marinieren. Rohe Meeresfrüchte als Sashimi zu essen ist auch eine der Besonderheiten japanischer Küche. Es gibt auch Merkmale in Farben und Schneidemethoden. In japanischer Küche werden auch Jahreszeiten und Natur traditionell sowohl mit Zutaten der Saison als auch mit Schneidemethoden, Farben und Servietten bezeichnet. Zum Beispiel schneidet man Karotten wie in blumenförmige Scheiben oder Ginkgo-blätterförmige Scheiben. Außerdem werden geschnittene Weißrettiche und Karotten gemischt, um dadurch die japanischen glücklichen Farben Rot und Weiß zu bezeichnen. In Deutschland gibt es viele hausgemachte Speisen, die von Deutschen relativ beliebt sind. Es ist oft zwar nicht bunt, aber reichlich. Ein weiteres Merkmal ist, dass es viele Gerichte gibt, die haltbar sind oder die aus haltbaren Zutaten gemacht werden, zum Beispiel Kartoffeln, Würstchen und Schinken. Deutsche, insbesondere junge Leute in Deutschland, essen nicht so oft deutsches Essen und kochen selten deutsche Küche. Vor allem im Vergleich zur Häufigkeit, mit der Japaner japanische Küchen essen oder kochen, ist es weitaus seltener. Ich habe einmal einen deutschen Freund gefragt, wann er in ein deutsches Restaurant geht. Dann hatte er mir damit geantwortet, dass er dorthin geht, zum Beispiel wenn er Geburtstag seiner Großeltern feiert. Anscheinend
ist deutsche Küche für viele Deutsche etwas zu traditionell oder etwas langweilig. In deutscher Küche werden oft Salz, Pfeffer, verschiedene Gewürze und Kräuter zum Würzen verwendet. Vielleicht aufgrund der starken Nachfrage nach haltbarem Essen wegen des langen Winters in Deutschland sind die meisten deutschen Gerichte viel salziger als die meisten japanischen. Darüber hinaus werden in vielen deutschen Gerichten Gewürze und Kräuter verwendet und häufig wird Gemüse mit starken Aromen wie Sellerie auch verwendet. Dazu gibt es viele Gerichte, in denen Butter oder Sahne verwendet werden und sie sind lecker, aber etwas üppig. Außerdem gibt es auch viele Gerichte, die zum Konservieren mit Essig und Salz gewürzt werden, wie Pickles. Kartoffeln. Deutsche essen nicht jeden Tag Kartoffeln, aber Kartoffeln sind ein wichtiger Bestandteil der deutschen Küche und des Essens in Deutschland. Und es gibt viele verschiedene Kartoffelgerichte. Kartoffelgerichte werden oft als Beilage zu Fleischgerichten serviert. Getreide. Wie Brot oder Bier gibt es viele Essen und Getränke aus Weizen, Gerste oder Roggen. Bohnen. Bohnen wie Kidneybohnen, Linsen werden oft in Eintopfgerichten verwendet. Milchprodukte. In Deutschland, wo Milchwirtschaft gedeiht, gibt es eine Vielzahl von Milchprodukten. Nicht nur Käse und Joghurt, sondern auch es gibt viele Gerichte, die mit Butter oder Sahne gemacht werden, wie bereits erwähnt. Fleisch. Fleisch nimmt in deutscher Küche eine wichtige Stellung ein und der Konsum von Schweinefleisch ist unter anderem hoch. Die großen Fleischstücke sind auch ein weiteres Merkmal deutscher Küche. Auch in deutscher Küche gibt es Zubereitungsmethoden wie Braten, Grillen, Kochen mit Wasser, Kochen mit Gewürzen, Dämpfen, Frittieren und Marinieren. Aber ich denke, es gibt unter anderem viele Gerichte mit Kochen mit Gewürzen. Gedämpfte Gerichte sind nicht so verbreitet wie in Japan. Es gibt viele im Backofen gegrillte Gerichte und nicht nur Medien, sondern auch Menschen, die alleine wohnen, haben oft zu Hause einen Backofen. Es gibt sogar Menschen, die 2 oder mehrere Backöfen haben. Fleisch wird in deutscher Küche oft gegrillt oder gekocht und manchmal wird es eingesalzt oder geräuchert. Es gibt keine Gewohnheit, frische Meeresfrüchte roh als Sashimi zu essen. In deutscher Küche gibt es nicht so viele Variationen von Schneidemethoden und sie ist oft nicht so bunt. Die Gerichte, die Jahreszeiten oder Natur bezeichnen, gibt es viel weniger als japanische Küche. Außerdem, wie erwähnt, gibt es auch viele Gerichte, die zum Konservieren mit Essig und Salz gewürzt werden, wie Pickles.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Abo und ein Like bitte. Ich freue mich über Ihre Kommentare auch. Dann bis nächstes Mal. Bis bald. Matane.